Hängen los, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Erschaffenswert. Und zwar möchte ich euch heute mal ein paar Tricks und Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr euren eigenen Obstbaum bzw. in dem Fall Apfelbaum veredeln könnt. Und das Besondere an diesem Video ist, dass ihr weniger über die Schnitttechniken erfahrt, als vielmehr den Gedanken drumherum, den Vorüberlegungen und der Nachbereitung. Und da starten wir auch direkt mit dem ersten Tipp, und zwar der Auswahl der Unterlage. Und zwar bestimmt die Unterlage die endgültige Größe des Apfelbaums, also quasi die Wuchsfreudigkeit des Apfelbaumes. Und deshalb solltet ihr euch schon vor der Veredelung im Klaren sein, wo ihr den Baum hinpflanzen wollt, beziehungsweise wie groß der Baum eigentlich überhaupt werden soll. Und wenn ihr das dann also wisst, dann habt ihr auf jeden Fall ein relativ großes Repertoire an unterschiedlichen Unterlagen. Oftmals fangen die mit MM an, also das hier zum Beispiel ist eine MM 111 Unterlage. Dann gibt es auch noch den Sämling, das ist dann somit der größte Baum. Und so kann man eben zwischen einem relativ kleinen Säulenbaum, den man auch auf dem Balkon pflanzen kann, und eben diesen großen Baum, der eine ausladende Krone von bis zu 8 Metern bekommt, hier unterscheiden. Und zur Beschreibung der Unterlagen wird dann relativ häufig auf die Wuchsfreudigkeit der Unterlage hingewiesen. Und zwar gibt es da schwachwüchsige Unterlagen. Das heißt, der Baum wächst relativ wenig, er bleibt relativ klein, kriegt dafür aber sehr früh Früchte und relativ wenig Früchte. Also die Ernte fällt eher klein aus. Und auf der anderen Seite des Spektrums, da befinden sich die starkwüchsigen Unterlagen. Da hatte ich ja schon den Sämling angesprochen. Das ist ein Baum, der wächst wirklich rasant, produziert aber erst später, teilweise erst nach 7, 8 Jahren, seine ersten Früchte. Dafür lebt er sehr lange und kann groß werden und produziert dementsprechend eine sehr große Anzahl an Früchten, also eine reichhaltige Ernte. Und in der Videobeschreibung, da habe ich dir nochmal einen Link mit eingefügt, und zwar habe ich da noch sehr viel Informationen bekommen über die unterschiedlichen Unterlagen. Da gibt es definitiv noch deutlich mehr Unterlagen, die eher windfest werden oder frostresistent sind, an deine Bodenansprüche passen und so weiter. Da müsstest du dich dann mal selber durchfuchsen. Und nun kommen wir auch endlich zu Tipp 2, der Auswahl des Edelreisers. Und zwar hast du ja sicherlich auch eine Lieblingssorte im Supermarkt beispielsweise, ein Apfel, der dir besonders gut schmeckt. Den solltest du dir natürlich als erstes mal anschauen. In der Regel stellen diese Apfelsorten allerdings relativ hohe Ansprüche an die Bodenqualität. Also gilt es zuerst einmal herauszufinden, welche Art von Boden du eigentlich hast. Also ist es ein sandiger Boden oder ein eher lehmiger Boden, ein Boden, der relativ mager ist oder ein nährstoffreicher Boden, und dementsprechend kannst du deine Apfelsorte auswählen. Auch ist es interessant, ob du in einer sehr kalten Lage eigentlich den Baum pflanzen willst. Das heißt, dann müsste man eher Sorten pflanzen, die auch entsprechend frostresistent sind. Und außerdem sollte dir vorher bewusst sein, wie viel Pflege du in den Baum stecken willst. Möchtest du den Baum nicht so viel pflegen, solltest du eher anspruchslosere Sorten wählen. Auch zum Thema der Edelreiser habe ich dir in der Videobeschreibung einen Link bereitgestellt. Also ab geht's an die Veredelung. Für die Kopulation sollte das Messer einseitig geschliffen sein, natürlich möglichst scharf sein, und man sollte es vorher einmal desinfizieren. Die Unterlage und der Edelreiser sollten ungefähr den gleichen Durchmesser haben. 2 gekonnte Schnitte. Möglichst gegenüber des Knospenansatzes. Passend aufeinandersetzen und stramm verkleben. Und für den letzten Tipp des Videos gehen wir jetzt in den Garten und pflanzen den Baum. Also hier bin ich nun im Garten angekommen und ich habe hier schon mal ein Pflanzloch vorbereitet. Es hat auch gerade geregnet, dementsprechend ist die Erde auch feucht und eigentlich
sehr gut zum Anpflanzen des Baumes hier geeignet. Ja, und mein Apfelbaum hier, der geht durch die harte Schule, den pflanze ich direkt draußen ein. Es ist jetzt Mitte April und ja, die wirklich großen Fröste, die sind wohl durch. Dementsprechend kann der Baum das durchaus schaffen. Es könnte aber auch sinnvoll sein, gerade wenn man schon früher im Jahr veredelt, dass man die Bäume auch noch in Töpfe setzt. Und dabei kann ich auch empfehlen, den Baum nicht zu sehr zu verwöhnen. Also am besten nehmt ihr direkt Erde aus dem Garten. Erde, ja, in der Zusammenstellung von dem späteren Standort, wo ihr den Baum pflanzen wollt, damit der sich schon mal an die Erde auch und die Qualität der Erde gewöhnen kann. Also ich habe die kleinen veredelten Bäumchen hier an dem Fuße eines Hügelbeetes gepflanzt. Das schützt die Bäume ein wenig vom Wind und das Hügelbeet gibt nach und nach Nährstoffe ab, von die der Baum dann wieder zehren kann. Also ihr seht, es ist gar nicht so schwierig, euren eigenen Apfelbaum zu veredeln. Und ich hoffe, dieses Video hilft euch dabei, das Ganze auch gut umsetzen zu können.